Mich haben ein paar Fragen erreicht und diese möchte ich euch heute gern beantworten. Fragen zu mir und Fragen zu meinem Autismus. Und hallo und willkommen auf meinem Kanal Anders mit Lizenz. Ich bin Sarah und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder eingeschaltet habt. Mich erreichen zurzeit sehr viele Anfragen via E-Mail von Menschen, die einfach gern mehr zu mir wissen wollen und die sich gern mit mir austauschen möchten. Und das freut mich sehr. Es ehrt mich sehr, dass ihr Interesse an mir habt und dass ihr mich per E-Mail anschreibt. Und ich hoffe natürlich, dass mein Kanal irgendwann so schnell wachsen wird, dass ich nicht mehr alle E-Mails beantworten kann. Aber jetzt geht es noch gut und deswegen freue ich mich wirklich sehr über eure Zuschriften. Und nun zu den Fragen, die mich erreicht haben. Jemand wollte wissen, generell, wie ich wohne. Und ich wohne sozusagen mittlerweile gegen Hand. Das bedeutet, ich gebe meine Arbeitskraft für die Miete der Wohnung. Und die Frage dazu war, wie kam es dazu? Also mein Partner, mein Lebensgefährte, er wohnt jetzt schon länger hier an diesem Ort als ich und er ist damals hier eingezogen und hat ganz normal Miete gezahlt. Und es hat sich dann hier im Laufe der Zeit eine Art Kommune, würde ich es jetzt nennen, gebildet von Menschen, die gerne eben eher in Richtung Selbstversorger leben wollten und etwas unabhängiger sind vom System. Und als ich meinen Partner kennengelernt habe, hat sich das gerade gewandelt, dass sich eben diese Kommune wieder aufgelöst hat. Die Menschen sind dann so schön langsam alle ausgezogen von hier. Es waren zur Höchstzeit ca. 250 Menschen hier auf dem Areal, was schon impliziert, dass es wirklich sehr viel Platz gibt hier. Es handelt sich um ein großes Gut mit mehreren Gebäuden. Ich wohne im größten Gebäude. In diesem Gebäude sind ungefähr 2700 Quadratmeter Wohnfläche, von denen bewohne ich ungefähr 8%. Und es gibt dann noch ich glaube es sind drei zusätzliche Gebäude. Eben einmal dieses Gebäude, in dem ich jetzt hier sitze, das ist ein neuerer Bau und in diesem Gebäude wohnt ein Mensch. Und es gibt noch ein Haus, ein älteres, in dem wohnt auch ein Mensch. Und ansonsten sind auf diesem Areal jetzt nur noch ich und meine Familie eben andauernd hier. Der Besitzer von diesem ganzen Areal ist die meiste Zeit im Ausland. Genau, und eben nachdem diese Kommune diesen Ort verlassen hatte, wurde das Gut verkauft und der neue Besitzer, da er eben sich sehr viel im Jahr im Ausland aufhält, hat sich eben gewünscht, dass jemand hier ist, der sich um allfällige Sachen kümmert. Und wir haben damals beschlossen, eben das zu machen und können jetzt hier eben ohne Miete zu zahlen wohnen. Also wir arbeiten sozusagen für die Wohnung. Wir kümmern uns um den Garten und wir können uns auf diesem Grundstück zu einem gewissen Teil auch selbst versorgen. Also wir machen unser gesamtes Holz selbst, beziehungsweise mein Partner macht das und sparen uns so die Kosten für die Heizung, weil es auch einen Wald gibt hier und viele alte Bäume. Das seht ihr auch in einem Video, es fallen immer wieder alte Bäume um.
und so sparen wir uns eben die Heizungskosten, indem wir das selbst machen. Wir haben auch Tiere, es sind 5 Hühner, 3 Hähne und 6 Katzen. Die gehören zu mir und zu meiner Familie und wir kümmern uns auch um die. Genau. Was war noch für eine Frage? Ja, wie groß ist das ganze Areal? Es sind ungefähr, ich würde sagen, 2 Hektar Fläche, von denen auch ein Teil Wald ist. Ich weiß nicht, ob der Wald extra gerechnet wird. Ich tue mir mit Größeneinschätzungen so schwer, aber es ist wirklich riesengroß und es ist viel Platz. Und genau, so viel zu der Frage. Ich hoffe, die Frage ist jetzt zur Genüge beantwortet. Wenn es noch irgendwelche Punkte gibt, die interessant sind, bitte lasst es mich wissen. Und es hat mich noch eine Frage erreicht, oder mehrere Fragen. Und diese Person, das möchte ich vorab dazu sagen, hat es nicht gefragt aus einem Vorurteil Autisten gegenüber, sondern sie hat es gefragt aus einem Interesse, das daraus entstanden ist, wie sie selbst die Welt wahrnimmt. Also bitte fühlt euch nicht angegriffen. Es handelt sich nicht um Vorurteile gegenüber Autisten, sondern es handelt sich wirklich einfach um die Selbstwahrnehmung dieser Person und sie wollte wissen, wie ich das wahrnehme als Autist. Sie wahrscheinlich versucht herauszufinden, ob sie selbst Autist ist oder nicht, also diese Person. Es gab in dieser Nachricht mehrere Fragen. Die erste Frage war, magst du Menschen grundsätzlich? Und ich würde sagen, ja. Ich bin von Grund auf ein sehr offener Mensch und gehe gerne auf Menschen zu und spreche auch gerne mit Menschen, wobei das immer auf die Situation drauf ankommt. Es ist auch nicht bei jedem Menschen gleich. Also grundsätzlich kann man sagen, je wichtiger es mir ist, dass ein Mensch mich mag oder mit mir gut zurechtkommt, desto schwieriger fällt es mir, dem gegenüber ich selbst zu sein. Und das ist manchmal sehr anstrengend. Grundsätzlich mag ich Menschen total gerne und ich bin sehr offen, manchmal auch viel zu offen. Ich erzähle gerne jedem Menschen alles von mir. Und es gibt auch Tage, an denen kann ich nicht einmal spazieren gehen aus Angst, ich würde einen Menschen treffen und müsste dem in die Augen schauen. Und die nächste Frage im Anschluss daran war, wie schnell wirst du mit Menschen oder mit Tieren warm? Also bei Menschen fehlt mir eine gewisse Grenze. Das heißt, wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann habe ich das Problem, dass ich die Grenze nicht kenne, was kann ich mit dem teilen und was nicht. Was ist gut für mich, was ich jemand anderem, den ich nicht kenne, erzähle und was nicht. Das heißt, ich bin sehr schnell warm, viel zu schnell. Mit Tieren ist das ein bisschen anders. Ich mochte eigentlich immer Tiere sehr gerne und ich mag sie auch immer noch gerne, nur dass sich bei mir jetzt im Laufe der Zeit ein gewisser Ekel eingestellt hat. Also ich würde behaupten, es gibt in meinem System eine gewisse Art von Hypochondrie und ich fürchte mich vor diesen ganzen ekelhaften Dingen, die Tiere so übertragen können, die sie auch selber haben. Und es hat sich irgendwie so in die Richtung entwickelt, dass ich lieber keinen engen Kontakt mit Tieren habe, auch wenn ich sie im Grunde gerne mag. Bei Hunden ist das etwas anders. Hunde mag ich nicht so gerne. Es ist einfach Geschmackssache. Ich bin eher ein Katzenmensch, was aber nicht bedeutet, dass ich Hunde nicht akzeptiere. Die nächste Frage von dieser Person war, hast du Menschen lieb? Ja, ich habe Menschen lieb. Als Autist fühlt man
zwar Liebe vielleicht ein bisschen anders angeblich als neurotypische Menschen. Man sagt gerne, dass Autisten die hohen Höhen und die tiefen Tiefen sehr intensiv wahrnehmen, aber alles, was dazwischen ist, eben nicht so stark. Das würde ich von meiner Erfahrung aus auch bestätigen. Und ich merke eigentlich, wie sehr ich jemanden liebe oder wie sehr liebe ich jemanden habe, eher darin, wie ich mich dem gegenüber verhalte, als darin, wie mein Körper sich fühlt. Weil es eben nicht so eine intensive Verbindung zwischen meinem Gehirn und meinem Gefühlsleben gibt. Wenn mein Gehirn gewisse Probleme hat, mein Gefühlsleben wirklich auch dementsprechend zu verarbeiten. Aber ich merke ganz gut, wie lieb ich jemanden habe, ja. Das beantwortet eigentlich auch schon die nächste Frage. Spürst du, dass du jemanden lieb hast? Also es ist, wenn ich jetzt anfänglich in jemanden verliebt bin, dann spüre ich das sehr intensiv. Und ja, das war auch schon teilweise ein Problem, weil eben, wie gesagt, Autisten wirklich, wenn sie fühlen, sehr, sehr, sehr stark fühlen. Und es gibt Menschen, die damit absolut überfordert sind und da nicht mit können und das nicht nachvollziehen können. Und eben wie gesagt, wenn ich jemanden lieb habe, merke ich es vielleicht nicht so, wie das jemand anders merkt, aber ich merke es einfach an meinem Verhalten. Wie könnte ich das beschreiben? Ja, dass es mich eben nicht stört. Also grundsätzlich bin ich gern alleine und dass es mich eben dann nicht stört, wenn derjenige einfach in der Nähe ist. So, dass ich nicht das Gefühl habe, weg zu müssen, weg zu wollen, was in meinen Beziehungen, die ich vor meiner jetzigen Beziehung hatte, sehr oft der Fall war, dass ich einfach nach einiger Zeit das dringende Bedürfnis hatte, dort wieder auszubrechen. Also dass ich einfach weg wollte. Und dass ich eben viel Zeit für mich gebraucht habe. Und in meiner jetzigen Beziehung ist es eigentlich so, dass ich seit 7 Jahren jeden Tag 24/7 mit diesem Menschen gemeinsam bin. Dadurch, dass seine Arbeit eben dieser Bereich ist, ist er eben auch immer da. Und ich merke daran, dass ich ihn sehr gern haben muss, weil ich nicht das Gefühl habe, weg zu müssen. Was bei mir sonst immer der Fall war. Ich musste immer ganz bald raus. Genau. Und ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Bitte lasst mir ein Like da und ein Abo. Das wäre sehr wichtig für mich. Vielen herzlichen Dank. Bussi, Bussi. Baba.